Moin Merle! Hey, moin Tim! Du hast hier unsere Neuinterpretation eines richtigen Kalkoff-Klassikers mitgebracht, Level 3. Alle Segmente hinweg, von City, Tracking bis hin zu Allroad. Hau mal raus, was gibt's Neues? Ja, wir haben hier auf jeden Fall ordentlich aufgeräumt und die Dreierreihe fit für die Zukunft gemacht. Mit unserer neu entwickelten Rahmenplattform, natürlich mit der Komfortgeometrie, haben wir jetzt noch mehr Vielfalt bei den Rahmengrößen. Beim Wave-Modell haben wir jetzt zusätzlich die Rahmengröße XL mit dabei. Und bei der Rahmengröße S setzen wir auf kleinere Laufräder mit 27,5 Zoll, was ideal ist auch für kleinere Personen. Perfekt, das heißt, wir decken eine noch größere Bandbreite auf dem Bereich auf jeden Fall ab. Haben wir noch irgendwas verändert? Gibt es noch mehr Updates? Ja, wie gesagt, hier hat sich einiges getan. Die Optik ist generell cleaner geworden. Alle Kabel laufen jetzt direkt durch den Vorbau in den Rahmen, was schick aussieht und zusätzlich die Leitung schützt. Außerdem ist hier jetzt das Systemgewicht von 150 Kilo zugelassen, was es dir ermöglicht, auch schwer bepackt, sicher unterwegs zu sein. Das heißt, ich kann noch mal eine Schokolade extra essen und trotzdem unterwegs sein. Was hat sich noch getan, wenn wir gerade hier hinten sind? Wir haben jetzt ab Werk den MIG HD Gepäckträger verbaut. So hast du die Möglichkeit, Kindersitze direkt auf dem Gepäckträger zu montieren. Merle, gibt es noch mehr Updates an diesen Level 3 Rädern? Ja, wir haben einige Anschraubpunkte hinzugefügt, was dir zum Beispiel erlaubt, das Front Carrier Set direkt am Headtube zu montieren. Der Federweg hat sich erhöht. Wir haben jetzt bei dem Image und Endeavour einen Federweg von 80 mm und beim Entice einen Federweg von 100 mm. Außerdem haben wir längere Schutzbleche hinzugefügt, was sich einfach noch besser gegen Spritzwasser schützt. Super Merle, das gibt mir schon mal einen total guten Überblick über das gesamte Level 3. Lass uns jetzt vielleicht mal spezifischer reinspringen und mit dem Image, was direkt vor uns steht, starten. Was kann das Rad, für wen ist das geeignet, wer braucht das? Also hier sind wir beim Image, unser Citybike. Wenn du entspannt und harmonisch unterwegs sein sollst, ist das auf jeden Fall die richtige Wahl. Wir haben hier den Bosch Performance Line oder auch den super leisen PX-Motor verbaut, was ideal ist für den Stop-and-Go-Verkehr in der City. Total. Ich sehe hier auch typischerweise Riemenantrieb. Genau, statt öliger Kette setzen wir hier beim Citybike auf einen Riemenantrieb und eine Nabenschaltung. Hier kannst du bequem im Stand an der Ampel schalten und sofort weiter rasen. Ja, total. Wie schaut es mit dem Akku aus? Wie weit kommen wir? Ist ja auch immer so ein Thema. Genau, also der Akku ist schön schick im Rahmen verbaut und mit bis zu 600 Wattstunden hast du auf jeden Fall genug Akkukapazität für alle Erledigungen, die du in der Woche so vorhast. Gibt es für das Image denn auch unterschiedliche Ausstattungsvarianten? Hier haben wir beispielsweise unser Image 3 Excite stehen. Gibt es da noch andere? Genau, beim Image haben wir tatsächlich 6 Ausstattungsvarianten. Vom Excite alleine schon 3 Stück. Okay. Beim ganz normalen Excite ist der Unterschied, dass wir hier eine Nabenschaltung mit 5 Gängen haben. Beim Excite 380 haben wir die stufenlose Enviolo-Schaltung. Und beim Excite Benelux haben wir zusätzlich den GPS-Diebstahlschutz mit verbaut. Was ich auch noch sagen muss, der Riemenantrieb und die Federgabel mit 80 mm Federweg sind hier immer mit dabei. Okay, Excite habe ich verstanden. Dann lass uns vielleicht nochmal Advance und Move als Ausstattungsvariante angucken. Gerne. Beim Advance haben wir den Hurion 200 Farbdisplay mit dabei und den Bosch Performance Line Motor. Und beim Move ist der Unterschied, hier haben wir den Active Plus Motor drin und zusätzlich das One-Key-Schließsystem mit dabei. Ja, top. Die City-Modelle habe ich gut verstanden. Lass uns gerne mal zum nächsten Bike gehen, dem Endeavour, was sich ja auch perfekt für Pendeln oder längere Strecken eignet. Ja genau, beim Endeavour geht es vor allem um Effizienz. Du sollst auch mit vollen Packtaschen easy den nächsten Hügel hochkommen. Deshalb setzen wir hier auch den starken Bosch Performance Line oder den CX-Motor mit noch mehr Power ein. Und ich sehe, hier haben wir auch eine Kettenschaltung. Genau, damit du ordentlich Power auf die Pedale kriegst, setzen wir hier auf eine Kettenschaltung. Wie weit kommen wir? Also was für einen Akku haben wir hier drin? Ja, wir haben hier entweder den 540 Wattstunden oder den 600 Wattstunden Akku. Da kannst du easy ausgedehnte Touren übers Wochenende mit starten. Alright, beim Image hatten wir ja etliche Ausstattungsvarianten. Gibt es das beim Endeavour auch? Ja, beim Endeavour haben wir 3 Ausstattungsvarianten. Wir haben das Excite mit dem super starken CX-Motor, das Move mit dem Bosch Performance Line Motor und das Season ist hier unsere Preis-Leistungs-Variante. Ja, klasse, dann haben wir das Endeavour kompakt abgehandelt. Lass uns direkt mal zum letzten Rad rübergehen. Meinem Lieblingssegment Allroad. Wir haben hier das Entice 3 Excite Belt stehen. Merle, was kann das Rad? Ja, wenn es mal steiler und ruppiger wird, machen wir hier keine Kompromisse. Mit dem super starken CX-Motor bist du gut ausgestattet. Der zieht dich jede Steigung hoch, egal ob Waldweg oder Schotter. 100 Newtonmeter hat er sogar am Start, glaube ich. Jo, genau. Was mir direkt aufgefallen ist, die Bereifung auch völlig unterschiedlich oder völlig anders als bei den anderen Rädern. Das A und O bei dem Bike ist guter Grip. Deshalb haben wir hier grobstollige Reifen und auch einen Federweg von 100 mm in der Federgabel. Was mich natürlich auch interessiert, wie weit kann ich fahren? Was für einen Akku haben wir hier verbaut? Ja, wir haben hier einen Akku mit einer Kapazität von 600
500 Wattstunden verbaut. Da bist du bestens gewappnet für jedes Abenteuer in der Natur. Haben wir denn auch beim Entice nochmal unterschiedliche Ausstattungsvarianten? Ja, auch hier haben wir 3 Ausstattungsvarianten. Man muss dazu sagen, alle 3 Varianten sind mit dem starken CX-Motor ausgestattet. Das Belt ist hier unser besonders wartungsarmes Rad mit dem Riemenantrieb. Das Advance hat die Kettenschaltung, wenn du oft Hügel oder Berge fährst. Und das Season ist unser Offroad-E-Bike zum guten Preis. Ja, top, Merle. Vielen Dank für die Vorstellung der 3 Bikes. Was ich für mich mitnehme, ist Top-Einstiegsmodelle zum absolut fairen Preispunkt. Und ich glaube, jeder mit seinen unterschiedlichen Bedürfnissen findet sich da zurecht. Kannst du uns zum Abschluss vielleicht noch mal so einen kurzen Cutdown geben, für welches Rad sich was besonders eignet? Ja, na klar, gerne. Also starten wir noch mal rein mit dem Image, unser Citybike für ein harmonisch entspanntes Fahrgefühl mit dem sauberen Riemen in 6 Ausstattungsvarianten. Ja, dann machen wir weiter mit dem Endeavour, unser Touring-Bike mit effizientem Antrieb für viel Reichweite in 3 Ausstattungsvarianten. Und zu guter Letzt haben wir das Entice, unser Offroad-Bike. Hier bist du mit dem stärksten CX-Motor für jedes Erlebnis in der Natur gut ausgestattet und hast hier wiederum auch 3 Ausstattungsvarianten. Top-Fazit. Ich glaube, wir sind alle gut versorgt. Merle, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ja, gerne.